Mein Name ist Dr. Jan Schattenberg und ich leite das Innovationsprojekt Kiebitz hier an der Technischen Universität Braunschweig. In diesem Projekt arbeiten wir gemeinsam mit einem Rübenrodehersteller, einer Zuckerrübenrode-Gemeinschaft, der Landwirtschaftskammer Niedersachsen und mehreren Landwirten aus der Region an einer neuen KI-basierten Methode zur Ertragserfassung von Zuckerrüben. Die Idee zum Kiebitz-Projekt entstand aus der These, dass die Leistung der hydraulischen Antriebe des Rübenroders rein theoretisch proportional zum gerodeten Rübengewicht sein müsste und sich daher auch das Rübengewicht aus der Leistung berechnen lassen sollte. Bei näherer Untersuchung zeigte sich jedoch schnell, dass die Berechnung aufgrund der vielen Einflussfaktoren viel zu komplex ist, um sie mit klassischen mathematischen Methoden durchzuführen. Im Kiebitz-Projekt verfolgen wir deshalb einen KI-basierten Ansatz, bei dem ein künstliches neuronales Netz erst die Zusammenhänge zwischen den Prozessgrößen des Roders und dem Rübengewicht anhand von Trainingsdaten lernt und anschließend auf Live-Daten anwendet. Für den Trainingsdatensatz mussten neben den Prozessgrößen des Roders, die als Eingangsgrößen für die KI dienen, auch die zugehörigen Rübengewichte als Referenzwerte erfasst werden. Dafür wurde ein handelsüblicher Rübenroder so umgebaut, dass die Rüben nach der Reinigung nicht wie üblich in den Ladebunker gefördert werden, sondern direkt auf dem Feldboden in einer Reihe, sogenannten Schwart, abgelegt werden. Nach der Rodung werden die dort abgelegten Rüben meterweise gewogen und gezählt, was manuell erfolgen muss. Damit die KI später unter verschiedenen Bedingungen zuverlässig funktioniert, ist es wichtig, im Trainingsdatensatz ein breites Spektrum an Bedingungen abzudecken. Dafür wurden auf verschiedenen Standorten Versuchsparzellen angelegt, auf denen der Rübenertrag gezielt durch zum Beispiel die Variation der Aussaatstärke oder durch die Düngung verändert wurde. Ein großer Vorteil des gewählten Ansatzes ist es, dass keine zusätzliche Sensorik benötigt wird. Alle relevanten Prozessgrößen werden von den bereits serienmäßig verbauten Sensoren im Rübenroder erfasst und können über den Maschinenkennbus ausgelesen werden. Auf Basis der ermittelten Rübengewichte kann in Kombination mit der GNSS-Position des Roders eine Ertragskarte erstellt werden. Zudem lässt sich aber auch durch Summierung der Einzelgewichte das Gewicht der Feldrandmiete bestimmen. Damit helfen wir der Landwirtschaft, Prozesse nachhaltiger und effizienter zu gestalten. Wir haben uns im Kiebitz-Projekt mit der Ertragserfassung und Ertragskartierung im Rübenroder beschäftigt, weil wir dort immer noch eine weiße Stelle im System haben. Diese Ertragskartierung ist für uns, wenn wir nachhaltig wirtschaften wollen, für eine teilflächenspezifische Bearbeitung hinterher wichtig. Nur dann können wir hinterher die Erträge mit den Aufwendungen vorher vergleichen bzw. Rückschlüsse ziehen auf das, was wir dann zukünftig auf der Fläche machen wollen. Für mich als Disponent ist es so, dass wir Prozessketten schließen wollen. Wir haben bisher immer nur Pi mal Daumen gesagt, das sind so und so viel Tonnen pro Hektar, die dort gewachsen sind, und daraus wurde ein Abfuhrplan erstellt. Und jetzt mit der Möglichkeit, dass wir aus einem Rübenroder die Ertragsdaten rausziehen können, ist es so, dass wir punktgenaue Abfuhrpläne schreiben können, die uns hinterher die Arbeit im Büro deutlich erleichtern. Unter dem Motto „Hier investiert Europa in ländliche Gebiete" wird das Kiebitz-Projekt durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums gefördert. Wenn Sie mehr über das Kiebitz-Projekt erfahren möchten, dann klicken Sie gerne den Link in der Beschreibung. Dort finden Sie weitere Informationen zu unserem Forschungsansatz, den Feldversuchen und allen aktuellen Entwicklungen.